Let's say a word about dreams. We all have thoughts which we never knew we had. They are too uncomfortable, too incompatible with our adult self to be remembered. Yet they are often disturbing, rumbling under the surface like lava in a volcano. The dream is the royal road to these thoughts, the royal road to the unconscious. Dies ist die Geschichte darüber, wie Sigmund Freuds Ideen über das Unbewusste von den Machthabern im Amerika der Nachkriegszeit benutzt wurden, um zu versuchen, die Massen zu kontrollieren. Politiker und Planer vertraten Sigmund Freuds Meinung, dass tief im Innern aller Menschen gefährliche und irrationale Wünsche und Ängste verborgen seien. Es wurde kolportiert, dass die Entfesselung dieser Instinkte zur Barbarei in Nazi-Deutschland geführt hatte. Um zu verhindern, dass dies jemals wieder geschieht, suchten sie nach Möglichkeiten, diesen verborgenen Feind im menschlichen Geist zu kontrollieren. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Sigmund Freuds Tochter Anna und sein Neffe Edward Bernays, der den Beruf des PR-Managers erfunden hatte. Ihre Ideen wurden von der US-Regierung, dem Großkapital und der CIA genutzt, um Techniken zu entwickeln, mit denen sich die Gedanken eines Volkes steuern und kontrollieren lassen. Die Machthaber glaubten, dass die einzige Möglichkeit, die Demokratie zum Funktionieren zu bringen und eine stabile Gesellschaft zu schaffen, darin bestand, die wilde Barbarei zu unterdrücken, die direkt unter der Oberfläche des normalen Lebens lauerte. Die Geschichte beginnt mitten in den erbitterten Kämpfen des Zweiten Weltkriegs. Als sich die Kämpfe intensivierten, sah sich die amerikanische Armee mit einer außergewöhnlichen Anzahl von psychischen Zusammenbrüchen unter ihren Soldaten konfrontiert. 49% aller aus dem Kampfeinsatz evakuierten Soldaten wurden zurückgeschickt, weil sie an psychischen Problemen litten. In ihrer Verzweiflung wandte sich die Armee den neuen Ideen der Psychoanalyse zu. Mit versteckten Kameras wurde das Experiment gefilmt. It says here on your record that you had headaches and that you had crying spells. Yes, sir. I believe in your profession is called nostalgia. In other words, homesickness. Yes, sir. Mm-hmm. It was induced when, shortly before the war, I received a picture of my sweetheart. Yes. Mm-hmm. I'm sorry, I can't continue. That's all right. Es war das erste Mal, dass sich jemand so intensiv mit den Gefühlen und Ängsten der Menschen befasst hat. Im Mittelpunkt des Experimentes standen einige geflüchtete Psychoanalytiker aus Mitteleuropa. Sie arbeiteten mit amerikanischen Psychiatern zusammen, um das Projekt zu leiten und zu gestalten. When I first came to America, I worked in the psychiatric service with soldiers trying to rehabilitate them. And I traveled in the train from the East Coast to the West Coast. I was enormously curious what goes on in all of those little towns that the train is passing. After my years in the army, I knew exactly what everybody was doing in the little towns. Because I saw so many people who came from there. And I understood their aspirations, their disappointments, and so forth. So it was as if somebody invited me to a privileged tour into the inner soul of America. I'm not doing this deliberately, so Of course please you're believe not. me. I do believe you. A display of emotion is sometimes very helpful. I hope so, sir. Sure, it gets it off the chest. Well, sir, to be perfectly honest with you, I'm very much in love with my sweetheart. She has been the one person that gave me a sense of importance, and that through her cooperation with me, we were able to surmount so many obstacles. Take it easy now, just talk to... Die Psychoanalytiker setzten die von Freud entwickelten Techniken ein, um die Männer in ihre Vergangenheit zu versetzen.
Sie kamen zu der Überzeugung, dass die Zusammenbrüche nicht die direkte Folge der Kampfhandlungen waren. Der Stress des Kampfes hatte lediglich alte Kindheitserinnerungen ausgelöst. Dabei handelt es sich um Erinnerungen an die eigenen gewalttätigen Gefühle und Wünsche der Männer, die sie verdrängt hatten, weil sie zu beängstigend waren. Für den Psychoanalytiker war dies ein überwältigender Beweis für Freuds Theorie, dass der Mensch im Innersten von primitiven, irrationalen Kräften angetrieben wird. World War II was a major shattering experience because I discovered the enormous role of the irrational in the lives of most people. Yeah, that I can say, that I learned that the ratio between the irrational and the rational in America is very much in favor of the irrational. That there is much greater unhappiness, much more suffering, much more. A sadder country than one would imagine it from the advertisements that you get. A much more problematic country. Der Sieg im Zweiten Weltkrieg wurde als Triumph der Demokratie gefeiert, aber insgeheim waren viele politische Entscheidungsträger besorgt über die Auswirkungen der Analyse der Soldaten. Sie schien zu zeigen, dass hinter jedem Amerikaner irrationale Gewalttriebe steckten. Was in Deutschland geschehen war, schien dies zu bestätigen. Die Komplizenschaft so vieler gewöhnlicher Deutscher bei Massenmorden während des Krieges zeigte, wie leicht diese Kräfte die Demokratie durchbrechen und überwältigen konnten. Planners and policymakers had been convinced by their experiences during World War II that human beings could act very irrationally because of this sort of teeming and raw and unpredictable emotionality, the kind of chaos that lived at the base of human personality could, in fact, infect the society, social institutions, to such a point that the society itself would become sick. That's what they believe happened in Germany, in which the irrational, the anti-democratic, went wild. Well, it was a vision of human nature as incredibly destructive, and they were terrified that Americans would in fact behave that way, or were capable of behaving that way, and they wanted to avoid a rerun of that. So what is needed is a human being that can internalize democratic values so that they are not shaken with the storm. And psychoanalysis carried in it the promise that it can be done. It opened up new vistas as to how the inner structure of the human being can be changed so that he becomes a more vital, free supporter and maintainer of democracy. Die Psychoanalytiker waren überzeugt, diese gefährlichen Kräfte nicht nur zu verstehen, sondern auch kontrollieren zu können. Sie würden ihre Techniken einsetzen, um demokratische Individuen zu schaffen, da die Demokratie sich selbst überlassen dies nicht leisten könne. Die Quelle dieser Idee ist nicht nur Sigmund Freud, sondern auch seine jüngste Tochter Anna. Sie war mit ihrem Vater vor dem Ausbruch des Krieges nach London geflohen und nach seinem Tod wurde Anna Freud zur anerkannten Führerin der weltweiten psychoanalytischen Bewegung. Sie sah es als ihre Aufgabe an, den Traum ihres Vaters zu erfüllen, seine Ideen in der Welt zu verbreiten. At the center of the Freud movement stood Tante Anna because she managed to work herself into that position. She was recognized as that, and not just because she was the daughter. She worked on that. She was rather forbidding. She was not, to me, a warm person, not an aunt you could kiss or put your arms around. Not at all.
and her whole life rotated around the spreading of psychoanalysis. Freud selbst hatte die Aufgabe der Psychoanalyse darin gesehen, den Menschen zu ermöglichen, ihre unbewussten Triebe zu verstehen. Anna Freud glaubte jedoch, dass es möglich sei, den Menschen beizubringen, wie sie diese inneren Kräfte kontrollieren können. Zu dieser Überzeugung war sie durch die Analyse von Kindern gekommen, vor allem von den Kindern von ihrer engen Freundin Dorothy Burlingham. Dorothy Burlingham war eine amerikanische Millionärin, die in den 1920er Jahren vor einer gescheiterten Ehe floh und ihre Kinder zu Anna Freud nach Wien brachte. Sie litten unter schrecklichen Ängsten und Aggressionen, aber Anna Freud war überzeugt, dass sie davon befreien konnte, indem sie die Welt um sie herum veränderte. She thought that she could come in and into their environment, essentially, because they were children, you see. They didn't have independent lives of their own. She could go talk to the parents or the mother. She could go to the schools. She could influence their real world, the actual external world, to change their lives and to help them. And to change them as people? I think that was part of what her idea was, is that she felt that she could change them. Aus ihrer Analyse der Burlingham-Kinder entwickelte Anna Freud eine Theorie, wie man die inneren Triebe kontrollieren kann. Es war ganz einfach. Man lehrte die Kinder, sich an die Regeln der Gesellschaft zu halten. Aber das war mehr als nur moralische Anleitung. Anna Freud glaubte, wenn Kinder wie die Burlinghams sich strikt an die Regeln des gesellschaftlich akzeptierten Verhaltens hielten, würde der bewusste Teil ihres Verstandes, das sogenannte Ich, im Laufe des Heranwachsens in seinem Kampf um die Kontrolle des Unbewussten erheblich gestärkt werden. Wenn sich die Kinder jedoch nicht an die Regeln hielten, wäre ihr Ich schwach und sie würden den gefährlichen Kräften des Unbewussten zum Opfer fallen. In my father's case, they were concerned that he would be a homosexual. And so a lot of their efforts went into preventing or trying to stop my father from becoming a homosexual. Whether or not he would have or did, or it's unknown to me. Why did they want to stop him? Because they felt it was abnormal. It wasn't a normal way to develop. They wanted to have him develop along lines that society recognized to be normal, because if they didn't, then you're going to be under the control of forces that you don't understand, that you're not even aware of. Die Analyse schien ein großer Erfolg zu sein, und in den 30er Jahren kehrten die Burlingham-Kinder nach Amerika zurück. Sie führten ein glückliches Eheleben in den Vorstädten. Was sie nicht wussten, war, dass ihre Erfahrungen als Vorlage für ein gigantisches soziales Experiment dienen sollten, mit dem das innere Geistesleben der amerikanischen Bevölkerung kontrolliert werden sollte. Im Jahr 1946 unterzeichnete Präsident Truman den National Mental Health Act. Er war direkt aus den Erkenntnissen der Psychoanalytiker aus der Kriegszeit entstanden, dass Millionen von Amerikanern, die eingezogen worden waren, unter verborgenen Ängsten litten. Ziel des Gesetzes war es, diese unsichtbare Bedrohung der Gesellschaft zu bekämpfen. Shocked by the appalling percentage of the emotionally unstable revealed by the World War II draft figures, Congress in 1946 passed the National Mental Health Act, which recognized for the first time that mental illness was a national problem. Keenly aware of the tremendous problems ahead is Dr. Robert H. Felix, director of the vast new project. A primary objective of the National Mental Health Program is to increase our fund of scientific knowledge about mental health and about mental illness. We're not doing this. Why? Because there are all too few skilled mental health workers. Zwei der wichtigsten Architekten des Gesetzes waren die Brüder Carl und Will Menninger. Will hatte die Psychotherapie-Experimente während des Krieges geleitet und nun begannen er und sein Bruder, Hunderte von neuen Psychiatern auszubilden. Die Menningers waren davon überzeugt, dass es möglich sein würde, die Ideen von Anna Freud auf breiter Ebene und sowohl bei Erwachsenen
als auch bei Kindern anzuwenden. Die Aufgabe des Psychiaters würde darin bestehen, den normalen Amerikanern beizubringen, wie sie ihre unbewussten Triebe kontrollieren können. Die Psychoanalyse könnte dazu dienen, eine bessere Gesellschaft zu schaffen. They said psychoanalytic thinking could make for the betterment of society because you could change the way the mind functioned. And you could take the ways in which people did hurtful things to themselves and others and alter them by enlarging their understanding. And this was the vision psychoanalysis brought. That you could really change people. That you could really change people. And you could change them almost in limitless ways. Ende der 40er Jahre begann in Amerika ein umfangreiches Projekt, um die Ideen der Psychoanalyse auf die Massen anzuwenden. In Hunderten von Städten wurden psychologische Beratungszentren eingerichtet. Sie wurden mit Psychiatern besetzt, die glaubten, es sei ihre Aufgabe, die verborgenen Kräfte in den Köpfen von Millionen gewöhnlicher Amerikaner zu kontrollieren. Yes, I need something done. I need some help. Did you have any particular teachers that you liked, any sort? I liked all my teachers except one, I remember. What was the trouble with this one? I don't know, she just scared me most of the time. Holler at me and I'd run outside and vomit. I hate my brother. Loathe him. Despise him. Gleichzeitig wurden Tausende von Beratern ausgebildet, um die Psychoanalyse in der Eheberatung anzuwenden, und Sozialarbeiter wurden ausgesandt, um die Häuser der Menschen zu besuchen und sie über die psychologische Struktur des Familienlebens zu beraten. Hinter all dem stand der Grundgedanke Anna Freuds, dass die Menschen, wenn sie ermutigt würden, sich den akzeptierten Mustern des Familien- und Gesellschaftslebens anzupassen, ihr Ego stärken würden. Sie würden in der Lage sein, die gefährlichen Kräfte in ihrem Innern zu kontrollieren. When your emotions control your actions, it affects not only yourself, but the people around you. And if this sort of flare-up is repeated often, it might lead to a permanently warped personality. You can control the fire of your emotions so that your personality becomes more pleasant. So we expect that someone who's been through that experience to be much more insightful, much more understanding, and a much better regulated person. And what happens to the dog? And regulation includes being able to let go, as it were, to enjoy a football game or a soccer game. A more understanding, yes, rational, but also appropriately emotional person. The regulatory aspects of the human mind would really be in charge. Instead of being overwhelmed by our passions and by our darker impulses. That one would be master or mistress of one's own passions. They just felt that the road to happiness was in adapting to the external world in which they lived. That people could be uncrippled from their own neurotic conflicts and impulses, that they would not engage in self-destructive behavior, that they would in fact adapt to the reality about them. They never questioned the reality. They never questioned that it might itself be a source of evil or something to which you could not adapt without compromise or without suffering or without exploiting yourself in some way. So there was this fit with the politics of the day. And a balance of emotions is important to a well-rounded personality. Aber das war nur der Anfang des Aufstiegs der Psychoanalyse in Amerika. Die Psychoanalytiker waren im Begriff, in das große Geschäft einzusteigen und ihre Techniken nicht nur zur Schaffung von Musterbürgern, sondern von Musterkonsumenten einzusetzen. In der letzten Folge wurde gezeigt, wie Freuds amerikanischer Neffe Edward Bernays als erster die amerikanischen Unternehmen davon überzeugt hatte, dass sie Produkte verkaufen können, indem sie mit den unbewussten Gefühlen der Menschen in Verbindung bringen,
Nun wollte eine Gruppe von Psychoanalytikern das, was Bernays begonnen hatte, aufgreifen und eine ganze Reihe von Techniken entwickeln, um in das Unterbewusstsein des Verbrauchers einzudringen und es zu steuern. Angeführt wurden sie von Ernest Dichter. Dichter hatte neben Freud in Wien praktiziert, war aber nach Amerika gekommen und hatte in einem alten Herrenhaus nördlich von New York das Institut für Motivationsforschung gegründet. This is the Institute for Motivational Research, a place devoted to the intriguing business of finding out why people behave as they do, why they buy as they do, why they respond to advertising as they do. And this is Dr. Ernest Dichter. We don't go out and ask directly, why do you buy, why don't you? What we try to do instead is to understand the total personality, the self-image of the customer. We use all the resources of modern social sciences. It opens up some stimulating psychological techniques for selling any new product. Wie die anderen Psychoanalytiker glaubte Dichter, dass die amerikanischen Bürger grundsätzlich irrationale Wesen seien, denen man nicht trauen könne. Ihre wahren Gründe für den Kauf von Produkten waren in unbewussten Wünschen und Gefühlen verwurzelt, und Dichter wollte Wege finden, um das, was er als geheimes Selbst des amerikanischen Verbrauchers nannte, aufzudecken. He was trying to get out of people's mind the unconscious motivations that they had for purchasing. These could be sexual, they could be psychological, they could be sociological, they could be a demand for status, a demand for recognition. There were things that people couldn't verbalize or wouldn't verbalize because they were too secret to them. They were too much a part of their nature, and they would be embarrassed. They would be embarrassed if they came out and said things like this. He would interview people, but not ask them direct questions, but let them talk freely like you do in psychoanalysis. And that was his background. And so he said, why can't we have a group therapy session about products? All right? And so Dichter built this room up above his garage, and he said we can have psychoanalysis of products. They can actually act out and verbalize their wants and needs. What we're going to do is try a couple of these salad dressings. Now let's see what happens. Here is our typical housewife. She doesn't follow the instructions. And they could be observed and watched, and other people could comment, and they could talk about it, and everybody could join in. He was the first to do this. This was absolutely the first thing that was ever done. And he had a movie projector up there where you could show advertisements and things like that, and people could react to them. And he invented the whole technique for mining the unconscious about the hidden psychological wants that people had about products. This became the focus group. It worked. Der Durchbruch gelang Dichter mit einer Fokusgruppenstudie, die er für Betty Crocker Foods durchführte. Wie viele Lebensmittelhersteller in den frühen 50er Jahren hatten sie eine neue Reihe von Fertiggerichten erfunden. Doch obwohl die Verbraucher den Marktforschern gesagt hatten, dass sie die Idee begrüßen würden, weigerten sie sich in Wirklichkeit, sie zu kaufen. Das größte Problem war die Betty Crocker Kuchenmischung. Dichter führte eine Reihe von Fokusgruppen durch, in denen Hausfrauen frei über die Kuchenmischung befragt wurden. Er kam zu dem Schluss, dass sie unbewusste Schuldgefühle wegen des neuen Images von Leichtigkeit und Bequemlichkeit hatten. In other words, he understood that the barrier to the consumption of the product was the housewife's feeling of guilt about using it. They basically, on one hand, wanted to make it easy for themselves, but they felt guilty about it. So what you've got to do in those circumstances is remove the barrier being guilt. The way you do that is to give the housewife a greater sense of participation. And how do you do that? By adding an egg. Simple as that. As simple as that. Dichter riet Betty Crocker, auf der Packung einen Hinweis anzubringen, dass die Hausfrau ein Ei hinzufügen sollte. Dies sei ein unbewusstes Symbol dafür, dass die Hausfrau ihre eigenen Eier als Geschenk an ihren Mann untermische
und würde so die Schuldgefühle mindern, sagte er. Betty Crocker tat es und die Verkaufszahlen stiegen. My cake is ready. The consumer may have basic needs that the consumer himself or herself doesn't fully understand. You have to know what those needs are in order to fully exploit the consumer. Is it wrong to give people what they want by taking away their defenses, helping remove their defenses? It seems so much longer than last year. It is. Nearly 4 inches longer in some models. Oh. Dichters Erfolg führte zu einem Ansturm von Unternehmen und Werbeagenturen, die Psychoanalytiker beschäftigten. Sie wurden als Tiefenpsychologen bekannt und versprachen den Unternehmen zu zeigen, wie sie Millionen verdienen können, indem sie ihre Produkte mit den verborgenen Sehnsüchten der Menschen in Verbindung bringen. Dichter selbst wurde zum Millionär, berühmt für die Erfindung von Slogans wie "A Tiger in your tank", der Tiger im Tank. Selbst die Vermarktung der Barbie-Puppe geht auf eine Kinderfokusgruppe zurück. Doch Dichter war überzeugt, dass es um weit mehr als nur um den Verkauf ging. Wie Anna Freud glaubte er, dass die Umwelt dazu genutzt werden kann, die menschliche Persönlichkeit zu stärken und dass Produkte die Macht haben, sowohl innere Wünsche zu befriedigen, als auch den Menschen ein Gefühl der gemeinsamen Identität mit den Menschen um sie herum zu geben. Es war eine Strategie zur Schaffung einer stabilen Gesellschaft. Dichter nannte dies die Strategie des Begehrens. To understand a stable citizen, you have to know that modern man quite often tries to work off his frustrations by spending on self-gratification. Modern man is eternally ready to fill out his self-image by purchasing products which complement it. If you identify yourself with a product, it can have a therapeutic value. It improves your self-image and you become a more secure person and you have suddenly this confidence of going out in the world and doing what you want successfully. Bernays believed that that would then improve the whole of our society and become the best society on this planet. In den frühen 50er Jahren waren die Ideen der Psychoanalyse tief in das amerikanische Leben eingedrungen. Die Psychoanalytiker selbst wurden reich und mächtig. Viele hatten Sprechzimmer mit Blick auf den Central Park in New York. Politiker und berühmte Schriftsteller wie Arthur Miller und Tennessee Williams wurden zu ihren Patienten. Sie suchten nicht nur Hilfe, sondern wollten die verborgenen Wurzeln des menschlichen Verhaltens verstehen. We were sought after. Washington was interested in what we think. You know, the important writers, important politicians were undergoing psychoanalysis. It was, we had waiting lists because there were so many patients that wanted to be analyzed. So it gave us a little bit of a swellhead. Und als sich die Ideen des Psychoanalytikers in Amerika durchsetzten, begann sich eine neue Elite in der Politik, in der Sozialplanung und der Wirtschaft herauszubilden. Was diese Elite verband, war die Annahme, dass die Massen von Grund auf irrational seien. Damit eine freie Marktdemokratie wie die amerikanische funktionieren konnte, musste man psychologische Techniken einsetzen, um die Irrationalität der Massen zu kontrollieren. They actually believed that this elite was necessary because individual citizens were not capable, if left alone, of being democratic citizens. The elite was necessary in order to create the conditions that would produce individuals capable of behaving as a good consumer and also behaving as a democratic
citizen. They didn't see their activities as anti-democratic, as undermining the capacity of individual citizens for democracy. Quite the opposite. They understood that they were creating the conditions for democracy's survival and future. Der Aufstieg der Psychoanalyse in Amerika war ein außerordentlicher Triumph für Anna Freud und ihre unermüdliche Werbung für ihre Ideen. Sie blieb in England und lebte mit Dorothy Burlingham zusammen. Auf den ersten Blick war es ein idyllisches Leben. Sie und Dorothy hatten ein Wochenendhäuschen an der Küste von Suffolk gekauft. Aber in den Sommern kamen Dorothys Kinder aus Amerika zu Besuch, um die Enkelkinder zu sehen. Und unter der Oberfläche lief einiges schief. Sowohl Bob als auch Mabby Burlingham, die Anna Freud in den frühen 1930er Jahren analysiert hatte, hatten persönliche Zusammenbrüche erlitten und ihre Ehen gingen in die Brüche. Bob trank viel und Mabby litt unter schrecklichen Ängsten. Der wahre Grund für die Besuche in England waren weitere Analysen bei Anna Freud. The problem was that it didn't look very good, did it? Because here you have somebody who's having nervous breakdowns and is having alcoholic binges, and this is not exactly, doesn't really sit well. Well, you know, from a humane standpoint, obviously this is not desirable. You know, you want to help these people, but it also had the wider ramifications of everybody in analysis, in analytic circles, knew that Bob and Mabby were guinea pigs. They were the living proof that this was a wonderful process. It was very much swept under the rug. It really didn't get out. I mean, these people had such, their power and influence was such that, you know, you were very careful. Anna Freud was a very powerful person, and you were the grandchildren. And she knew a great deal more than you did about what went on in your parents' lives and so forth. It was not something you were going to tangle with, and you were a product of the whole situation. But at the same time, we all knew that something was really out of whack. As she grew older, she became more and more important, didn't she? Politically and scientifically, but she didn't know when to stop. She was a bit too righteous. What she did was always the thing, and she would never, to my knowledge, acknowledge that she could make a mistake or be wrong. That is my feeling. Doch die Macht und der Einfluss der Familie Freud in Amerika sollten noch weiter zunehmen. Die Politiker waren im Begriff, Anna Freuds Cousin Edward Bernays um Hilfe in einer Krisenzeit zu bitten. Er sollte die inneren Gefühle und Ängste der Massen manipulieren, um den amerikanischen Politikern im Kampf gegen den Kalten Krieg zu helfen. I don't mean to say, and no one can say to you, that there are no dangers. Of course there are risks if we are not vigilant. But we do not have to be hysterical. Im Jahr 1953 zündete die Sowjetunion angeblich ihre erste Wasserstoffbombe und die Angst vor einem Atomkrieg und dem Kommunismus erfasste die Vereinigten Staaten. Die Machthaber machten sich Gedanken darüber, wie sie die Bevölkerung beruhigen konnten. Es wurden Ausschüsse gebildet und Informationsfilme gedreht, die, angesichts der neuen Bedrohungen wie dem nuklearen Fallout, zur Ruhe aufriefen. It's the fallacy of devoting 85% of one's worrying capacity to an agent that constitutes only about 15% of an atomic bomb's destroying potential. Zu diesem Zeitpunkt lebte Edward Bernays in New York. In den 1920er Jahren hatte er den Beruf des Public Relations erfunden und war nun einer der mächtigsten PR-Männer in Amerika. Er arbeitete für die meisten großen Unternehmen und beriet Politiker, darunter Präsident Eisenhower. Wie sein Onkel Sigmund war auch Bernays davon überzeugt, dass der Mensch von irrationalen Kräften angetrieben wird. Die einzige Möglichkeit, mit der Öffentlichkeit umzugehen, bestand darin, mit ihren unbewussten Wünschen und Ängsten in Verbindung zu treten.
Bernays vertrat die Ansicht, dass man nicht versuchen sollte, die Ängste der Menschen vor dem Kommunismus abzubauen, sondern diese Ängste vielmehr zu fördern und manipulieren sollte. Und zwar so, dass sie zu einer Waffe im Kalten Krieg wurde. Rationale Argumente waren fruchtlos. What my father understood about groups is that they are manipulable, they're malleable, and that you can tap into their deepest desires or their deepest fears and use that to your own purposes. I don't think he felt that all those publics out there had reliable judgment, that they very easily might vote for the wrong man or want the wrong thing, so that they had to be guided from above. Einer der wichtigsten Kunden von Bernays war die riesige United Fruit Company. Sie besaß riesige Bananenplantagen in Guatemala und Mittelamerika. Jahrzehntelang hatte die United Fruit das Unternehmen durch gefügige Diktatoren kontrolliert. Das Land war als Bananenrepublik bekannt. Doch 1950 wurde ein junger Offizier, Oberst Arbenz, zum Präsidenten gewählt. Er versprach, die Kontrolle von United Fruit über das Land zu beenden, und 1953 kündigte er an, dass die Regierung einen Großteil des Landes übernehmen würde. Dieser Schritt war sehr populär, aber für die United Fruit eine Katastrophe, und sie wandten sich an Bernays, um Arbenz loszuwerden. United Fruit brings in Bernays, and he basically understood that what United Fruit Company had to do was change this from being a popularly elected government that was doing some things that were good for the people there into this being very close to the American shore, a threat to American democracy, that it being at a time in the Cold War when Americans responded to issues of the Red Scare and what communism might do, he was trying to transform this and brilliantly did transform it into an issue of a communist threat very close to our shores, taking United Fruit again as a commercial client out of the picture and making it look like a question of American democracy, American values being threatened. In Wirklichkeit war Arbenz ein demokratischer Sozialist ohne Verbindungen zu Moskau, aber Bernays wollte ihn zu einer kommunistischen Bedrohung für Amerika machen. Er organisierte eine Reise nach Guatemala für einflussreiche amerikanische Journalisten. Nur wenige von ihnen wussten etwas über das Land oder seine Politik. Bernays sorgte dafür, dass sie bewirtet wurden und mit ausgewählten guatemaltekischen Politikern zusammentrafen, die ihnen erzählten, Arbenz sei ein von Moskau gesteuerter Kommunist. Während der Reise kam es auch zu einer gewalttätigen, anti-amerikanischen Demonstration in der Hauptstadt. Viele, die für United Fruit arbeiteten, waren überzeugt, dass diese von Bernays selbst organisiert worden war. Er gründete auch eine gefälschte, unabhängige Nachrichtenagentur in Amerika, das Middle American Information Bureau. Sie bombardierte die amerikanischen Medien mit Pressemitteilungen, in denen behauptet wurde, Moskau plane, Guatemala als Landekopf für einen Angriff auf Amerika zu nutzen. All dies hatte den gewünschten Effekt. In Guatemala, the Jacob Arbenz regime became increasingly communistic after its inauguration in 1951. Communists in the Congress and high governmental positions controlled major committees, labor and farm groups, and propaganda facilities. They agitated and led in demonstrations against neighboring countries and the United States. What was profoundly new in terms of what Bernays did is he took this menace to our backyard in Guatemala. For the first time, we saw Reds a couple hundred miles from New Orleans who Eddie Bernays had us believing were a true threat to us, that it was going to be a Soviet outpost in our backyard. Aber Bernays versuchte nicht nur das Arbenz-Regime anzuschwärzen, er war Teil eines geheimen Plans. Präsident Eisenhower hatte zugestimmt, dass Amerika die Regierung Arbenz stürzen sollte, allerdings im Geheimen. Die CIA wurde beauftragt, einen Staatsstreich zu organisieren. In Zusammenarbeit mit der United Fruit Company trainierte und bewaffnete die CIA eine Rebellenarmee und suchte einen neuen Anführer für das Land namens Oberst Armas.
Der verantwortliche CIA-Agent war Howard Hunt, später einer der Watergate-Einbrecher. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. Während die von CIA-Piloten geflogenen Flugzeuge Bomben auf Guatemalas Stadt abwarfen, setzte Edward Bernays seine Propagandakampagne in der amerikanischen Presse fort. Er bereitete die amerikanische Bevölkerung darauf vor, dies als die Befreiung Guatemalas durch die Freiheitskämpfer für die Demokratie zu sehen. He totally understood that the coup would happen when the public and the press, when conditions in the public and the press allowed for a coup to happen, and he created those conditions. He was totally savvy in terms of just what he was helping create there in terms of this overthrow. But ultimately he was reshaping reality, reshaping public opinion in a way that's undemocratic and manipulative. Am 27. Juni 1954 floh Oberst Arbenz aus dem Land und Armas kam als neuer Führer. Innerhalb weniger Monate besuchte Vizepräsident Nixon Guatemala. Bei einer von der PR-Abteilung von United Fruit inszenierten Veranstaltung wurden ihm Stapel von marxistischer Literatur gezeigt, die im Präsidentenpalast gefunden worden waren, wie es hieß. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. And for that we congratulate you and the people of Guatemala for the support they have given. And we are sure that under your leadership, supported by the people whom I have met by the hundreds on my visit to Guatemala, that Guatemala is going to enter a new era in which there will be prosperity for the people together with liberty for the people. Thank you very much for allowing us to see this exhibit of communism in Guatemala. You're welcome. And for dinner, see what Mother has for dessert. Banana gingerbread shortcake. Just another of the many tempting ways in which this nutritious fruit can be prepared. So now that you've seen where bananas come from before they reach your table, our journey to Banana Land is ended. We hope you enjoyed the trip. We know you like bananas. Bernays hatte das amerikanische Volk manipuliert, aber er hatte dies getan, weil er, wie viele andere zu dieser Zeit, glaubte, dass die Interessen der Wirtschaft und die Interessen Amerikas unteilbar seien. Vor allem, wenn man sich der Bedrohung durch den Kommunismus gegenüber sah. Aber Bernays war überzeugt, dass es unmöglich war, dies dem amerikanischen Volk rational zu erklären. Denn sie waren für ihn nicht rational. Stattdessen musste man an ihre inneren Ängste rühren und sie im Interesse einer höheren Wahrheit manipulieren. Er nannte dies die Konstruktion der Zustimmung. He was doing it for the American way of life, and to which he was devoted. So this sincerely devoted, and yet he felt the people were really pretty stupid, and that's the paradox. If you don't leave it up to the people themselves, but force them to choose what you want them to choose, however subtly, then it's not democracy anymore. It's something else. It's being told what to do. It's that old authoritarian thing. Aber die Idee, dass es notwendig sei, die Gefühle der amerikanischen Bevölkerung im Interesse der Bekämpfung des Kalten Krieges zu manipulieren, begann sich nun in Washington durchzusetzen. Vor allem in der CIA, die die Sache noch viel weiter treiben wollte. Man war besorgt, dass die Sowjets mit psychologischen Methoden experimentierten, um die Erinnerungen und Gefühle der Menschen zu verändern. Das Ziel war, kontrollierbarere Bürger zu schaffen. Dies wurde als Gehirnwäsche bezeichnet. Die Psychologen der CIA waren überzeugt, dass dies tatsächlich möglich sei
und dass sie es selbst versuchen sollten. The image of the human being that was being built up at that particular time was that there was a great deal of vulnerability in every human being, and that vulnerability could be manipulated to program somebody to be something that I wanted them to be, and they didn't want to be. That you could manipulate people in such a way that they could be automatons, if you will, for whatever your own purposes were. This was the image that people thought was possible. In den späten 50er Jahren steckte die CIA Millionen von Dollar in die Psychologieabteilungen von Universitäten in ganz Amerika. Sie finanzierten heimlich Experimente zur Veränderung und Kontrolle der inneren Antriebe des Menschen. Das berüchtigste dieser Experimente wurde vom Leiter des amerikanischen Psychiatrieverbandes Dr. Ewan Cameron durchgeführt. Wie viele Psychiater zu dieser Zeit war Cameron davon überzeugt, dass im Innern des Menschen gefährliche Kräfte steckten, die die Gesellschaft bedrohten. Er glaubte jedoch, dass es möglich sei, diese Kräfte nicht nur zu kontrollieren, sondern sie tatsächlich zu beseitigen. He thought that psychiatry should not just concentrate on sick people, mentally ill, but should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities because they knew in a rational, scientific way what was good for people. Cameron hatte in einem Krankenhaus in Montreal, dem Allen Memorial, eine Klinik eingerichtet. Die Klinik ist inzwischen längst geschlossen. Cameron nahm Patienten auf, die unter einer Vielzahl von psychischen Problemen litten. Seine Theorie war, dass diese aus vergessenen oder verdrängten Erinnerungen resultierten. Aber er war ungeduldig mit der Theorie, diese durch Psychotherapie aufzudecken. Stattdessen wollte er sie einfach auslöschen. Cameron verwendete Drogen, darunter LSD und die Technik der Elektrokonvulsionstherapie, das EKT. Diese wurden damals üblicherweise zur Linderung von Depressionen eingesetzt. Aber Cameron wollte sie auf eine neue Art und Weise einsetzen, um neue Menschen zu erzeugen. He was really using it to try and change the fundamental function of the individual, to alter their past memories, their past ways of behaving. And as I think he said at one point, it is to just sort of erase everything from their past so that you then had a slate in which you could record new ways of behavior. And so he used massive doses of shock, people receiving several shocks a day, and over a course of time, hundreds of ECT treatments, so that they were just reduced to a sort of a very primitive vegetable state. I don't remember what happened to me. I was introduced to Dr. Cameron, and I don't remember Dr. Cameron at all. I don't remember any of that. They shipped me up to what they called the sleep room, and they gave me all of these electroconvulsive shock treatments and megadoses of drugs and LSD and all of that, and I have no memory of any of that. Nothing of that time of the Allen Memorial or any of my life previous to that. All gone, wiped. And then having depatterned somebody or brought them down to where basically nothing but the essential functions of the body were going on in terms of breathing and things of this nature. Then he would begin to feed material into these individuals, positive material, such that the brain would be programmed in a positive way, so that the individual would be completely altered. Then he put these tapes under our pillows called psychic driving. He would then put back into this empty brain a program
of whatever sort he decided upon, and the people like myself would wake up another person, I guess. Tatsächlich waren die Experimente von Cameron ein völliges Desaster. Alles, was er zustande brachte, waren Dutzende von Menschen mit Gedächtnisverlust und der Fähigkeit, den Satz »Ich bin mit mir im Reinen« zu wiederholen. Und das war kein Einzelfall. Fast alle von der CIA finanzierten Experimente waren ebenso erfolglos. Trotz ihrer ehrgeizigen Ziele begannen die amerikanischen Psychologen herauszufinden, wie schwierig es war, die inneren Abläufe des menschlichen Geistes zu verstehen und zu kontrollieren. We had been really chasing a phantom, if you will, an illusion. That the human mind was more capable of manipulation from the outside by outside factors than it is. We found out that the human being is an extremely complex thing. There were no simple solutions. But you've just got to bear in mind that these were very strange times. Die Psychoanalytiker waren in Amerika an die Macht gekommen, weil sie glaubten, sie könnten die gefährlichen Kräfte im Menschen kontrollieren. Doch nun drohte den Psychoanalytikern ein folgenschwerer Misserfolg, der dazu führte, dass die Menschen begannen, die Grundlagen ihrer Ideen in Frage zu stellen. Es begann in Hollywood. Die Filmindustrie war von der Psychoanalyse fasziniert, und Anna Freud übte einen starken Einfluss auf Dutzende von Analytikern in Los Angeles aus. Sie behandelten Filmstars, Regisseure und Studiobosse. Anna Freuds engster Freund war der begehrteste von allen, Ralph Greenson. Und 1960 wandte sich der berühmteste Star der Welt hilfesuchend an Greenson. Marilyn Monroe litt an Verzweiflung und war alkohol- und drogensüchtig geworden. Well, when I walked in to dinner, here was Marilyn Monroe. And I'd made a picture with her called All About Eve. This is dinner at Ralph Greenson's? Yes. And the only thing was that Ralph was trying to show her, Romy, I never called him Ralph in my life, Romy was trying to show her that the way a family life ought really to be. So we were walking the dog after us. I said, what the hell are you doing here? I said, you never asked me to dinner. And he said, you weren't that sick. And I said, oh. No, he said, the point is just this child has no frame of reference. In other words, she doesn't know what the goal is. Greenson folgte Anna Freuds Theorie, dass Marilyn Monroe sich dem anpassen sollte, was die Gesellschaft als normales Lebensmuster ansah. Das würde ihrem Ego helfen, ihre inneren, zerstörerischen Triebe zu kontrollieren. Doch Greenson trieb es auf die Spitze. Er überredete Monroe, in ein Haus in der Nähe zu ziehen, das wie sein eigenes eingerichtet war. Dann nahm er sie in sein eigenes Familienleben auf, und er, seine Frau und seine Tochter spielten Monroes eigene Familie. Greenson selbst wurde zum Vorbild der Konformität. So this someone whom she regarded as important and whom she idealized, if he turned out to be a very gratifying father figure, her ego would benefit from that. That was the theory. His wife and children, everyone was involved in it. They were strengthening the person. They were strengthening the mind. They were strengthening the agent that controls inner life against adversity, against insufficiency, against too much frustration. So that Marilyn Monroe would no longer be a helpless person looking for love. She'd have enough love. Doch trotz all seiner Bemühungen konnte Greenson Marilyn Monroe nicht helfen. Am 5. August 1962 beging sie in ihrem Haus Selbstmord. Der Selbstmord schockierte viele in der analytischen Gesellschaft, darunter auch Anna Freud.
und hochrangige Persönlichkeiten des amerikanischen Lebens, die sich zuvor für die Psychoanalyse begeistert hatten, begannen sich nun zu fragen, warum die Psychoanalyse in Amerika so stark geworden war. Hatte sie wirklich einen Nutzen für den Einzelnen oder war sie in Wirklichkeit zu einer Form des Zwangs im Interesse der sozialen Ordnung geworden? Zu den Kritikern gehörte auch Monroes Ex-Ehemann Arthur Miller. My argument with so much psychoanalysis is the preconception that suffering is a mistake, or a sign of weakness, or a sign even of illness, when in fact, possibly the greatest truths we know have come out of people's suffering. That the problem is not to undo suffering or to wipe it off the face of the earth, but to make it inform our lives, instead of trying to cure ourselves of it constantly and avoid it. And avoid anything but that lobotomized sense of what they call happiness. There's too much of an attempt, it seems to me, to think in terms of controlling man rather than freeing him, of defining him rather than letting him go. Mm-hmm. And it's part of the whole ideology of this age, which is power mad. Hey, have you heard about the crazy new way to send a message today? It's flashed on a screen, too quick to see, but still you get it subliminally. Gleichzeitig wurde ein Angriff auf die Art und Weise gestartet, wie die Psychoanalyse von der Wirtschaft zur Kontrolle der Menschen eingesetzt wurde. Der erste Schlag kam mit dem Bestseller »Die verborgenen Überredungskünstler« von Vance Packard. Darin wurden die Psychoanalytiker beschuldigt, die amerikanische Bevölkerung auf emotionale Marionetten zu reduzieren, deren einzige Funktion es sei, die Massenproduktion am Laufen zu halten. Sie taten dies, indem sie die unbewussten Wünsche der Menschen manipulierten, um Sehnsüchte nach immer neuen Marken und Modellen zu wecken. Sie hatten die Bevölkerung zu unfreiwilligen Teilnehmern am System der geplanten Obsoleszenz gemacht. Der zweite Schlag kam von einem einflussreichen Philosophen und Sozialkritiker, Herbert Marcuse. Er war in der Psychoanalyse ausgebildet worden. This is a childish application of psychoanalysis, which does not take at all into consideration the very real political systematic waste of resources, of technology and of the productive process. For example, plant obsolescence. For example, the production of innumerable brands and gadgets who are in the last analysis all the same. The production of innumerable different marks of automobiles. And this prosperity at the same time, consciously or unconsciously, leads to a kind of schizophrenic existence. I believe that in this society an incredible quantum of aggressiveness and destructiveness is accumulated precisely because of the empty prosperity, which then simply erupts. Marcuses Argument ist nicht nur, dass die Psychoanalyse zu korrupten Zwecken benutzt wurde, sondern es geht um etwas Grundsätzlicheres. Marcuse sagte, dass die Vorstellung, man müsse den Menschen kontrollieren, falsch sei. Der Mensch habe zwar innere emotionale Triebe, aber diese seien nicht von Natur aus gewalttätig oder böse. Es war die Gesellschaft, die diese Triebe gefährlich machte, indem sie unterdrückte und verzerrte. Anna Freud und ihre Anhänger hatten diese Unterdrückung noch verstärkt, indem sie versuchten, die Menschen an die Gesellschaft anzupassen. Auf diese Weise machten sie die Menschen nicht friedlicher, sondern gefährlicher. Marcuse challenged that social world and he said that's a world that should not be adapted to. And in fact, what the individual was adapting to was corrupt and evil and corrupting. In other words, he switched the source of evil from inward conflict to the society itself.
that the sickness of society lay at the societal level, not at the sickness of human beings in it. And if people did not challenge that, then they were, in fact, submitting to evil. Modern psychology has a word that is probably used more than any other word in psychology. It is the word maladjusted. It is the ringing cry of modern child psychology, maladjusted. Now, of course, we all want to live the well-adjusted life in order to avoid neurotic and schizophrenic personalities. But as I move toward my conclusion, I would like to say to you today, in a very honest manner, that there are some things in our society and some things in our world for which I'm proud to be maladjusted. And I call upon all men of goodwill to be maladjusted to these things until the good society is realized. I must honestly say to you that I never intend to adjust myself to racial segregation and discrimination. I never intend to adjust myself to religious bigotry. I never intend to adjust myself to economic conditions that will take necessities from the many to give luxuries to the few and leave millions of God's children smothering in an airtight cage of poverty in the midst of an affluent society. Der politische Einfluss der Freudschen Psychoanalytiker war vorbei. Stattdessen wurden sie nun beschuldigt, zur Schaffung einer repressiven Form der sozialen Kontrolle beigetragen zu haben. Anna Freud und Dorothy Burlingham lebten weiter in Sigmund Freuds altem Haus in London. 1970 starb Dorothys Sohn Bob an Alkoholismus und 1973 kehrte seine Schwester Mabby zu einer weiteren Analyse bei Anna Freud zurück. She went back for more analysis. She was living at 20 Marisville Gardens in the Freud house, as I guess she did when she wasn't with her husband, and she committed suicide. She took an overdose of sleeping pills. In Freud's own house? In Freud's own house, right. So, I mean, the obvious, there are a lot of implications that one can draw from that, and I just think she happened to reach the end of the rope there. Although it would seem to be a very pointed act. Obviously, suicide is a very politicized act, and to do it in Sigmund Freud's own house is certainly different from doing it in Riverdale back in New York. Die nächste Episode erzählt die Geschichte des Aufstiegs der Feinde der Familie Freud zur Macht. Sie glaubten, der Weg zu einer besseren Gesellschaft führe über die Befreiung des Selbst. Was sie jedoch nicht erkannten, war, dass diese Idee der Befreiung der Wirtschaft und der Politik eine weitere Möglichkeit bieten würde, das Selbst zu kontrollieren, indem sie seine unendlichen Wünsche fütterten.